Ich werde oft gefragt, wie ich denn ein TCP noch einfacher und genauer vermessen kann, wie mit dieser Spitze-auf-Spitze-Methode, der 4-Punkt-Methode. Und heute stelle ich dir ein Produkt vor, mit dem du sehr einfach und genau einen Tool-Center-Point eines Roboters vermessen kannst. Viel Spaß! Hallo, mein Name ist Werner Hampel von der Firma Robtech GmbH und ich kenne das Problem. Man hat oft das Problem, wenn ich TCP vermesse, Spitze auf Spitze, da schaut man natürlich, der eine schaut so, der andere schaut so, die Ergebnisse sind nicht immer so optimal. Und wenn ich jetzt aber einen Prozess habe, wo es sehr genau gehen muss, wo mein TCP stimmen muss, wie zum Beispiel beim Schweißprozess, beim Fräsen und so weiter, da bräuchte ich eine zuverlässige Methode und die haben wir jetzt. Einfache, zuverlässige Methode, wie ich den TCP vermessen kann. Der Uli Müglitz von der Firma CIS ist heute bei mir. Und Hallo Werner. Grüß dich. Und stellt mir sein wunderbares System vor, das ich schon kennengelernt habe. Lieber Uli, wie bist du denn dazu gekommen, Kalibriersysteme zum Entwickeln? Da kommst du doch aus dem Brennschneiden und bist der absolute Spezialist im Schneiden von Rohren. Erzähl mal, wie bist du da dazu gekommen? Ja, wir schneiden also Rohre oder Hohlprofile mit räumlichen Konturen, mit Nahtvorbereitung und nutzen dazu Roboter, in unserem Fall KUKA-Roboter mit einer KAC2 und nutzen die Roboter als eine Art NC-Maschine. Und da spielt natürlich eine große Rolle, den Roboter so genau als möglich zu bauen oder zu kriegen. Und dazu haben wir identifiziert, dass ein großes Problem die TCP-Vermessung ist. Und dazu haben wir uns hausintern was entwickelt. Und das hat dann so gut funktioniert, dass wir Kunden das von uns gesehen haben und gesagt haben, ja, würden sie kaufen. Wir haben es dann zum Produkt gemacht und verkaufen es jetzt seit etwa 5 Jahren und haben etwa 650 Einheiten weltweit verkauft. Okay, also das Ding ist ein richtiger Knaller, ja, das funktioniert gut und einfach. Zeig's uns doch einfach einmal. Jetzt sind wir schon ganz neugierig drauf. Genau. Also wichtig bei der ganzen Geschichte war die Entwicklung, dass wir gesagt haben, es muss so einfach sein, dass ein Facharbeiter das benutzen kann. Es wird in einer Box geliefert, es braucht keine Softwareintegration zum Roboter hin. Hier ist alles drin, was der Bediener braucht. Wir sehen hier die Kalibriereinheit. Wir haben dazu eine externe Stromversorgung. Wir haben eine Batterieversorgung. Wir können das also komplett kabellos machen. Und der Kunde kriegt von uns entweder ein Messtool direkt mit Kugel. Hier in dem Fall eine Elektrode. Haben wir hier schon mal vorbereitet, ja. Genau, eine Drahtelektrode für einen Schweißbrenner oder eben den entsprechenden Messstift. Letzte, was er dazu noch hat, ist die Software. Kommen wir später nochmal drauf. Wird mit jedem System auf einem USB-Stick, genau. Das ist ja die Transportsicherung, die habe ich schon mal rausgenommen. Genau. Damit wir hier keine Probleme nicht kriegen. Darf ich dir mal geben? Ja. Ich räume mal hier ein bisschen auf. Also das hier ist die Kalibriereinheit, die uns hilft, den TCP zu vermessen. Wir haben hier LEDs. Ja. Erzähl mal. Also wir haben im Prinzip als Bedienelemente hier LED-Bänder für die XYZ-Achse als Anzeige für die Mehrpunktkalibrierung. Mehrpunktkalibrierung ist genau das, wie das jeder, der einen Roboter bedienen kann, kennt. Beim KUKA ist es eine 4-Punkt-Kalibrierung, beim Fanuc eine 3- oder 6-Punkt. Je nachdem. Ich habe ein Video im Kanal, wie man einen KUKA-Roboter TCP vermisst. Und das machen wir jetzt auch hier mit Hilfe deines Tools. Genau. Wir nutzen dich mal als Anwender. Wir sagen unseren Kunden, es braucht kein Training. Und da werden wir jetzt mal mit dir das einfach durchführen. Das ist magnetisch, ja. Genau. Ich sage immer, wenn ich das kann, dann kannst du auch, ja. Genau. Als Bedienelemente, wir haben hier den Ein- und Ausschalter, den wir jetzt mal einschalten. Es ist hier ein kleiner Linux-Rechner, der bootet, wenn das ganze System oben ist. Wir sehen es eingeschaltet, den grünen Ring. Wird hier eine Lichtanimation angezeigt, dass das da ist. Ich kann natürlich das Gerät auch über so eine 9-Volt-Batterie betreiben. Wir haben hier einen Lithium-Ionen-Akku mit 1200 mAh, Betriebsdauer ungefähr 3 Stunden. 3 Stunden. Okay. Das heißt, ich kann dann mit dem Gerät auch, ohne dass ich lang mit Verlängerungskabel arbeite, rausgehen an meine Anlage, an meinen Schweißtisch. Befestigt es. Also wichtig, dass das sich hier nicht bewegt. Bei mir ein kleines Problem mit unserem Holztisch. Ja, das ist nicht so optimal, aber das Prinzip können wir natürlich sehr gut zeigen, wie es funktioniert. Genau. So, jetzt habe ich hier die LEDs und ich sehe schon, das passt jetzt eigentlich nicht. Jetzt fahre ich mal mit der Kugel, was ja den
der Mittelpunkt der Kugel soll ja repräsentiert den TCP. Den TCP, Ja. also wo der Schweißdraht praktisch aufs Genau. Bauteil drauf geht. Ich habe an den Düsen im Prinzip hier eine kleine Madenschraube, wo ich die Kugel verschieben kann, um die Stickout-Länge anzupassen. Und wir würden jetzt wie bei einer ganz normalen 4-Punkt-Kalibrierung einmal reinfahren, merken uns den Punkt und müssen dann 3 weitere Male diesen Punkt anfahren. Okay, ich habe jetzt hier einen Binselbrenner, geht bei allen gängigen Herstellern. Klar. Das Also- lieferst du schon mit. Ja, es ist halt unabhängig, ob ich das fürs Schweißen nehme, fürs Fräsen. Ich kann Handhabungsgeräte damit kalibrieren. Ich brauche halt nur Greifer. einen TCP, der eben messbar an dem Werkzeug ist. Okay, dafür müssen wir hier in dieses Loch, Kalotte? in die Kalotte rein. Ja. Ähm, Einzige, was zu beachten ist, halt die Z-Achse. Die hat halt einen Anschlag, dass man die nicht ausfährt. Also klar, man muss in Z minus dann relativ vorsichtig ein bisschen sein. aufpassen. Genau. Das ist das Einzige. Ansonsten kann Richtig. ich nicht viel falsch machen, richtig? Also, Eigentlich gar nichts. ja, hast du Ahnung? Werner, ich vertraue dir. Okay, gut, dann probieren wir das einmal. Also ich fahre jetzt einmal so ein bisschen rein, dass ich Ja, so schön in der Mitte genau. bin. So weit geht er ja runter. Ja, Also wir da haben bin einen ich jetzt noch nicht auf Arbeitsbereich Anfang. von 16 Millimeter in allen 3 Achsen. Ne? Wir fahren hier rein und den ersten Punkt merken wir uns, indem wir diesen Nullpunkt-Taster setzen. Man sieht Okay. dann, alle 3 LEDs gehen auf Minus halt. Ich darf nicht an den Tisch kommen. Ja, okay. Also jetzt ist praktisch das im grünen Bereich. Genau, also ich habe den Punkt mir gemerkt und ich muss jetzt, wenn ich das Werkzeug umorientiere, immer wieder alle 3 Achsen in den grünen Bereich finden. Dann habe ich einen Fehler von unter 0,1 Millimeter in der Justage. Also das heißt, wenn ich jetzt ein bisschen reindrücke hier und ich bin auf Gelb, wie viel Toleranz bin ich dann? Also dann ist man in dem Bereich von 0,1 bis 1,1 Millimeter. Bis 1,1 Millimeter. Und wenn es drüber rausgeht, wird es Ist rot. es dann drüber. Okay. Genau. Aber wenn ich jetzt alle 3 grün habe, dann bin ich innerhalb von einem Zehntel. Genau. Okay, das würde es bedeuten, ich gehe jetzt hierher und vermesse meinen TCP. Und ich Genau. sage jetzt, wir haben ja ein Video drin, ich gehe auf Inbetriebnahme, Tool-Base-Verwaltung, ich füge ein neues Tool hinzu, Tool 2 und vermesse den über die 4-Punkt-Methode. Genau. Mein erster Messpunkt ist das hier, richtig? Ja, Okay, richtig. Touch-Up. Also man sieht, es ist keinerlei Softwareintegration mit den Robotern notwendig. Es arbeitet vollkommen autonom. Ich nutze halt die Mechanismen, die ich auf der Robotersteuerung schon standardmäßig habe. Also eine 4-Punkt-Kalibrierung bei KUKA zum Beispiel. Und ich brauche jetzt nicht irgendwie noch eine Schnittstelle und Nein. kompliziert oder irgendwas. Ich stelle es einfach hin. Ich Genau. magnetisch fest, ich schaue einfach, dass fest ist. Erster Punkt. Richtig. Vermesse den. So, jetzt kommt's. Jetzt habe ich ja, sagen wir mal, ich gehe jetzt einmal, ich habe den ja schon mal vorhanden vermessen. Genauigkeit waren ungefähr 0,5 sowas, als ich den vermessen habe. Ich kann den Da hast du natürlich schon einen einmal sehr nehmen. genauen Roboter. Ja. Jetzt kann ich den ja schon mal um den Spitze bewegen. Genau. Aber ich sehe jetzt schon, wir sind hier in 2 Achsen aus der Genau. Toleranz raus, wenn ich den nur ein paar Grad bewegt habe. Jetzt schaue ich einmal, dass ich den wieder reinbringe. Also ich sehe ja hier Z und X. Ich habe der Roboter ist genauso ausgerichtet wie Die Achsen, wie ist das Kalibriertool? die Kalibriereinheiten. Kalibriereinheit, ja, okay. Doch, hätte ich mir eigentlich auch denken können. So. Jetzt haben wir 3 grüne Lichter, das heißt, Ja. jetzt habe ich umorientiert und ich bin wieder auf 1 Zehntel genau. Ich Ein mache jetzt den Zehntel. Touch-Up beim Messpunkt 2 Ja. und das beschleunigen wir das Ganze gleich einmal. Jetzt mache ich mal noch andere Punkte. Wenn ich den TCP noch gar nicht vermessen hätte, würde ich natürlich rausfahren und jetzt nicht um den TCP schwenken, sondern außerhalb um den TCP schwenken und dann wieder in diesen Punkt reinfahren. Okay, wunderbar. Jetzt schauen wir mal, jetzt sehe ich, X kriege ich gleich wieder rein. So, jetzt ist der auch grün, Moment. Der Y, stimmt noch was Du nicht? musst also relativ langsam fahren, dass du die Aha. 1 Zehntel findest, ja. Genau, und wir müssen aufpassen, dass wir nicht am Tisch ankommen. So, der nächste Richtig. Punkt, Messpunkt 3. Das ist hier einfach. Jetzt bin ich auf 1 Zehntel genau und ich weiß es schon, bevor ich hier drauf gedrückt habe, dass ich Genau. eine super genaue Genau. Vermessung habe. Klasse. Das ist nämlich immer das Thema, dass ich, wenn ich die 4 Punkte vermessen habe, dann erfahre ich ja erst, ob mein Ergebnis gut ist. Jetzt kann ich jeden einzelnen Punkt schon während der Vermessung kontrollieren, ob ich gut dabei bin. So, Genau. jetzt versuche ich wieder. Oh, das war die falsche Richtung. Darum ist er da rot worden. Na, wie du schon sagst, das sollte langsam fahren. Wir wollen ja auch nicht die
Zuschauer überstrapazieren, bis ich das hier hingekriegt habe. So, der nächste. Ja. Ach, jetzt alle 3 grün. Jetzt mache ich den letzten Punkt. Touch-up. Beim Messefehler, schau mal, 0,14. Super. Ja? Super. Gell? So hatte ich noch Hast nie. einen sehr genauen Roboter. Aha. Viele Kunden kriegen höhere Messfehler. Warum ist das so? Weil natürlich der Roboter in sich ja invers rechnet die 4 Punkte für die inverse Kinematik, um die 4-Punkt-Kalibrierung durchzukriegen. Und wenn jetzt zum Beispiel Schlauchpakete oder große Werkzeugkräfte drauf wirken, das natürlich einen Einfluss hat auf die Messgenauigkeit. Das heißt, obwohl ich alle Punkte mit 0,1 mm Toleranz messe, kann es sein, ich kriege einen Fehler von 0,7. Aber das sind dann die Toleranzen, die ich sehe, die der Roboter in sich hat. Okay. Super. Ich habe mir den jetzt sofort abspeichern müssen. Ja, der ist natürlich jetzt so genial, genau. Und das heißt, wenn ich mich jetzt um den Tool Center Point bewege, kann ich auch wieder kontrollieren. Also ich habe jetzt mein neues Tool angewählt und ich bewege mich jetzt so mal so rum. Natürlich schlagen die Man mal sieht, aus, ja. Wenn wir in die Bewegung reinfahren, sieht man auch, dass der entsprechend springt, weil dann die Bremsen gelöst werden und auf diese offene kinematische Kette, die ein Roboter ja ist, Einfluss hat. Jetzt habe ich natürlich mich in Y bewegt, ja. Und du hast ja trotzdem auch noch, das ist jetzt auf ein Zehntel genau, jetzt habe ich ja fast um 20 Grad geschwenkt oder sowas. Natürlich weicht dann der TCP auch einmal um ein Zehntel ab oder so und dann bin ich sofort im gelben Bereich. Richtig. Aber generell, also das ist halt das, was ein Roboter an Toleranzen liefert. Also viele Kunden fragen uns dann auch, wie das zustande kommt, obwohl sie eben lesen, sie haben eine Genauigkeit von 1/100 oder 300 Wiederholgenauigkeit. Ja. Und Wiederholgenauigkeit ist halt beim Roboter was ganz anderes als eine Absolutgenauigkeit. Aha, okay. Das ist ja super komfortabel, weil ich sehe immer, ja, jetzt bin ich drüber, jetzt bin ich drin und genau, jetzt bin ich praktisch wieder auf dem gleichen Punkt. Jetzt probiere ich es einmal nochmal. Jetzt bewege ich mich mal um A. Also der bleibt ja echt wunderbar hier drin stehen. Und ich kann es hier auch immer kontrollieren, habe die grünen Lampen. Ja. Wenn jetzt aber irgendwas nicht stimmt mit dem Roboter, wie finde ich das dann raus? Wie finde ich raus, stimmt meine Vermessung oder stimmt mein Roboter nicht oder vielleicht sogar, ja, Tisch und was man alles für Toleranzen haben könnte. Genau. Ja. Also eigentlich verstoßen wir ja gegen ein messtechnisches Prinzip, dadurch, dass wir einen Roboter nehmen, der schon Toleranzen hat und den als Basis für die Vermessung nehmen. Deswegen haben wir einen zweiten Weg, der mit unserer Software, die Robcal heißt. Wir können also hier uns über eine ganz normal die WLAN-Schnittstelle mit dem Gerät verbinden. Wir haben ja hier einen Access Point. Einen Linux-Rechner drin. Richtig, ja, Achtung. genau. Und ein Access Point und du kannst dich jetzt mit dem Notebook verbinden und deine Software kann dann auf diese Daten zugreifen von dem Sensor da drin. Genau. Wir haben eine drahtlose Verbindung und können dann im Prinzip mit unserer Software Robcal, die mitgeliefert wird, hier die Verbindung zu unserem Roboter herstellen. Wir sagen, wir haben zu hier unserer Kalibriereinheit herstellen. Kalibriereinheit, Okay. Entschuldigung. Wir müssen ja gar nicht zum Roboter Verbindung aufbauen. Der Roboter ist vollkommen an sich abgeschlossen. Ja? Schön. Wir haben also hier jetzt die Möglichkeit zu sagen, wir nehmen jetzt, wir sehen jetzt hier die Werte, die eben übertragen werden. Wenn wir jetzt die Kalotte bewegen, zum Beispiel in Z nach unten, dann sieht man, also er fährt jetzt hier im Minusbereich. Aha. Und so kann ich im Prinzip die Daten auswerten. Wie genau löst ihr auf? Wir lösen aufs Tausendstel, wobei das ist ja schon im Ja, Wärmedehnungsbereich. Also brauchen das wir nicht mehr brauchen reden. wir nicht. Ja. Also Zehntel auf alle Fälle. Zehnte auf jeden Fall, ja klar. Also wir sind im Hundertstelbereich, kann man schon genau sein. Wobei ich sage, das sind dann eben Bereiche, die dem Roboter macht ja fern keinen sind. Sinn. Genau. Okay. So, und wir haben hier einen Algorithmus hinterlegt, dass wir sagen, okay, wir wollen das Problem analysieren in Ebenen, weil eben ein 3D-Problem mit dem TCP ja ein 3D-Thema ist, was sehr schwer aber für den Anwender zu verstehen ist. Und deswegen messen wir jetzt in Ebenen, also in der XZ, YZ und XY-Ebene. XZ, okay. Ja? Also. Und wir können jetzt sagen, wir wollen also in dieser XZ-Ebene, die hier als erstes aufgerufen wird, die Datenaufnahme starten. Okay. Und wenn wir jetzt eben um B schwenken, ja, ich starte mal die Datenaufnahme, schwenk mal bitte mit dem Roboter um B. Ja, also einfach vor und zurück. Ja, genau. Dann sehen wir hier, was der Roboter macht.
Wir sehen, wenn wir hier an den Tisch greifen, kriegen wir hier solche Ausschläge. Ja, auch wenn ich den Roboter natürlich starte, weil der Roboter ja nachregelt, habe ich so kleine Ausreißer, ja. Ja, weil der Roboter im Prinzip, wenn er die Bremse löst, im Prinzip einen gleichen Sprung drinne hat. Ein so ein Feld ist in halber Millimeter. Wir sehen, dass das hier schon relativ gut fährt. Wenn der Fehler jetzt größer wäre, würden wir uns auf einer Kreisbahn bewegen. Okay. Ja? Okay. Das ist dann entweder, wenn der TCP-Vektor zu kurz ist, wie ein Regenschirm sieht das aus. Aha. Wenn der TCP-Vektor zu lang ist, eine Schüssel. Okay. Und wir können dann analysieren den Radius, wenn also der Fehler größer wäre, um dann das manuell Der draufzusetzen. TCP ist ja gut. Der ist sehr gut. Ja, okay. Der ist sehr gut. Also das machen wir weiter. Ne, wir können jetzt die muss ich die anderen Datenaufnahme Ebenen noch beenden. machen? Ja, genau. Also wir können uns auch die Daten in 3D anschauen. Das sind jetzt die Messpunkte, die wir aufgenommen haben. Jetzt kann man sich das eben auch im DXF speichern, um weiter zu analysieren. Ne? Aber wir sehen, das sieht Das waren schon jetzt so alles die sehr gut verschiedenen aus. Messpunkte, während ich mich bewegt habe. Genau, das ist faktisch die Messbahn. Okay. Und so kann ich natürlich auch viel besser diagnostizieren. Das ist jetzt nichts für einen Facharbeiter, der den TCP vermisst, sondern das ist dann zur Analyse vielleicht noch Richtig, eher, wenn ich genau. sage, wo dran liegt es denn, dass das nicht so Genau. wirklich funktioniert. Genau. Oft hat man ja das Problem, dass man, oder die Anforderung, dass man mit dem Offline-Programm in den Roboterprogramm reinlädt, ja, und dann landet das Programm nicht da, wo es ist. Wenn der TCP falsch ist, ganz klar. Mhm. Ne? Und hier haben wir eben die Möglichkeit, auch mit einer gewissen Verständnis des Gesamtsystems zu lernen, wo die Fehler herkommen. Okay. Also die Fehler müssen ja nicht nur aus dem Roboter kommen, sondern die können zum Beispiel aus einer externen Achse kommen. Also ich sage mal so ein Beispiel. Wir haben mal einen Anwender gehabt, der hat Anlagen gebaut, wo ein Roboter an dem Portal hing. An dem Portal war eine externe Achse. Er hatte Probleme in den Toleranzen. Und die Kalibrierung war perfekt, absolut vermessener Roboter. Und dann haben wir gefragt, können die Toleranzen aus der externen Achse kommen? Ja, erstmal sagt jeder, sehr steif sieht das alles aus, gar kein Problem. Und dann haben wir den Roboter invers verfahren. Also wir haben am TCP festgehalten, haben die Kalibriereinheit runtergehängt und haben den Roboter aus einer Knicklage in eine Strecklage geschaffen. Aha. Also indem wir das Base verschoben haben. Okay, dann, No? das ist praktisch das externe Portal. Genau. Ja, okay. Und je nachdem, wie der Roboter hängt, er direkt unter der externen Achse, Aha. dann ist der Schwerpunkt zentrisch nach unten. Ja. Wenn er lang auskragt, bringt er ein Drehmoment in das Portal. Oder ein Biegemoment. Und dieses Biegemoment hat ausgereicht, dass der Roboter von einer Knicklage in eine Strecklage 5 mm absackt. Aha. Da sagt jeder erstmal, okay, kann gar nicht sein. Aha. Aber wenn man den langen Arm rechnet und sagt, ich habe also ein Zehntelgrad Verformung, Aha. dann baut sich sowas Und das an. hast du praktisch mit deiner Software Und hier das kann man feststellen hier sehen. können. Und Genau. dann weißt du die Ursache, warum es nicht genau ist. Ist es das Genau. Portal oder TCP oder Roboter? Und hast du da einfach mehr Möglichkeiten. Genau. Okay, So, super. wir könnten jetzt mal simulieren, dass wir die verschiedenen Ebenen hier vermessen. Und dann haben wir im Prinzip, also gerade wenn man Inbetriebnehmer ist, ist ja das Problem, man übergibt die Anlage und nach ein paar Wochen kommt jemand und sagt, das funktioniert ja alles gar nicht, weil Ja. der Roboter nicht das macht, was man Ja. will. Wir können hier im Prinzip also ein Protokoll schreiben. Ja. Ja. Ich habe mal hier vorbereitet. Das ist Ah, der Sepp, der Roboter. Der Roboter heißt Sepp, ja, der Hampel, das bin ich. Ja, ich bin der Techniker und die Firma, Der für Uli die man das Mühlitz. macht, ist Robtech. Okay. Und jetzt können wir im Prinzip ein Protokoll schreiben. Sie sehen, das wird jetzt, oder du siehst, das wird jetzt hier als PDF geöffnet. Aha. Und das ist dann mein Protokoll, wo ich sagen kann, ich kann dokumentieren, wie ist die Übergabesituation. Aha. Und wenn jetzt im Problemfalle ich dann wieder als System oder als Systembetreuer, als Serviceingenieur, Servicetechniker zum Kunden gerufen werde, kann ich das nochmal auswerten und kann dann die Unterschiede sehen und sehen, ist da was am TCP passiert. Weil das ist ja eigentlich der Hauptfehler. Also das heißt, ich habe dann natürlich auch die Möglichkeit für Übergabe, wenn ich Maschinenbauer bin, an den Kunden Protokoll zu erstellen. Genau. Genauso aber auch, wenn ich der Betreiber der Anlage bin, dass ich einfach für die Zertifizierung DIN ISO 9001 oder so nachweisen kann, dass mein Verfahren in Ordnung Genau. ist. Und so sagen. Ja, wunderbar. Entschuldigung. Alles gut. Wunderbar. Uli, ich habe es verstanden. Ich hoffe, ihr habt es auch verstanden. Wenn da noch Fragen offen sind, gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Uli, jetzt würde es uns natürlich alle, weil das System ja super und einfach ist und so, noch interessieren, was kostet denn sowas?
Also das System, so wie es jetzt hier vorgestellt ist, ist etwa 4.000 Euro, je nach Ausstattung, wie viel Kalibrierstifte ich brauche und so, ist als ein Paket mit Software 4.000 Euro. Also weit unter dem, was man von anderen Kalibriertools kennt. Und wie ich finde, auch super einfach zu bedienen. Genau. Ich bin ja begeistert. 0,14 hatte ich ja noch nie. Und würde sagen, das ist jetzt ein tolles Tool. Jetzt habe ich aber eine Frage, noch, Uli. Und zwar, ich muss das ja auch vielleicht einmal während des Prozesses automatisch kalibrieren. Ja. Also, das heißt, ich muss ja hier immer die Spitze anbauen, Genau. und das ist ja jetzt nichts, was ich, wenn ich hier mal einen Crash gehabt habe oder so, Ja. kann ich das ja nicht so schnell einfach machen. Ich muss jedes Mal das Teil hier aufbauen. Kann ich dafür ja gar nicht brauchen, oder für was ist das eigentlich? Eigentlich ist das hauptsächlich für die Servicetechniker gedacht, Einrichter, Inbetriebnehmer, oder Wartungsingenieure, die eben, sagen wir mal, die Roboter vermessen müssen, oder eben die Facharbeiter, die regelmäßig den Roboter vermessen. Wir sind gerade dabei, wenn wir jetzt gerade beim Bahnschweißen sind, ist ja so, dass der Kunde aller 2 Schweißzyklen zum Beispiel automatisch vermessen. Genau, das meine ich, ja. Er fährt in die Reinigungsstation, du hast hier gerade eine Reinigungsstation von Pinsel stehen. Ja. Der Draht wird beschnitten, die Gasdüse wird gereinigt, und dafür haben wir jetzt in der Entwicklung ein optisches Gerät, was faktisch, der Brenner taucht in einen Messraum rein, wird optisch vermessen, und wir kriegen halt im Gegensatz zu den heute am Markt vorhandenen Geräten nicht nur den TCP raus, wir kriegen also die Lage des Drahtvektors raus, wir kriegen die Stick-Out-Länge raus, wir kriegen den Vektor der Gasdüse raus. Also wir würden zum Beispiel auch sehen, wenn der Draht schräg aus dem Mit einem Werkzeug Laser, wie jetzt die ganzen Systeme sind, die ich kenne, wird es nicht funktionieren. Das ist eine reine Kamera. Kamera. Reine Software. Richtige 4K-Kamera, gehe ich mal davon aus, ja. Wir sind jetzt gerade in den ersten Testversuchen beim Kunden. Das sieht alles ganz erfolgsversprechend aus. Also wir haben es 3 Monate laufen. Ja. Wir sind natürlich bei einer Kamera eben abhängig, wie hoch ist der Verschmutzungsgrad. Das sieht alles ganz gut aus, und ich denke, so Ende des Jahres werden wir es auf den Markt kriegen. Okay, mit so Prognosen muss man immer vorsichtig sein, aber du weißt, was es ist. Dieses Tool ist jetzt hier für den Grund-TCP zum Ermitteln, in Betriebnahme mit allen drum und dran für Protokolle, und du entwickelst noch ein zweites System. Ich würde mich freuen, wenn du uns das dann auch vorstellst. Oder? Ja, unbedingt. Ja, super. Vielen lieben Dank. Ich danke dir. Dass du hier warst, dass du uns das tolle System vorgestellt hast. Dieses Gerät bleibt jetzt bei uns hier in der Schulung, in der Beratung, und wenn du interessiert daran bist, sowas auch kennenzulernen, mal zu testen, darfst du gerne zu mir kommen und ich zeig's dir. Wir sagen, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Gib dem Video einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, du kennst es. Und wir sehen uns im nächsten Video. Dein Werner. Und dein Uli Müglitz. Der Uli Müglitz, genau. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.